So, jetzt habt ihr gesehen, wie sieht der Top aus. Ich habe ihn an und finde ganz angenehm. Bei mir zu Hause ist ein bisschen kühl und für mich ist das wirklich perfekt. Dann machen wir weiter. Was stricke ich weiter? Ich habe ein Projekt zwischendurch und das stricke ich nicht, das häkle ich. Das sieht so aus. Da wird ein gehäkelter Schal. Das habe ich einfach im Internet ganz einfache Muster gefunden, die ich verstehe, und die mache ich zwischendurch, wenn ich von den Strichen zu häkeln wollte. Ich benutze der Häkel von Knit Pro und das ist da 2,5. Wie wurde hier gehäkelt? Das ist einfach ein Doppelstäbchen und dann geht von einer Seite bis zum anderen Seite und dann wird das immer größer, weil in diese Zwischenräume kommt immer 3 Doppelstäbchen und diese Zwischenräume werden mehr und dann den ganzen Tuch wird immer mehr und mehr. Was habe ich mir vorgenommen? Ich habe auch einen alten Knäuel, 100% Acryl, und das ist Jupiter 50 Gramm. In 100 Gramm 1200 Meter. Und hier wurde mit Nadel Nummer 2 vorgeschlagen zu stricken. Und es steht noch Vorwieren zum Häkeln und für Apparatstrickerei. Das ist VJB Alvo Altenaburger Wollspinnerei. Ich denke, es gibt auch nicht mehr diese Spinnerei. So, ich musste leider zweites Mal dieses Teil von Video machen, weil mein App, wo ich alles kombiniere, dieses Teil irgendwie nimmt nicht an. Da steht einfach den Bild hängen und Audio gar nichts läuft. Weiß ich nicht, was ist da los, obwohl wenn ich auf mein Handy anschaue, dass es alles ganz perfekt läuft. So, dann mache ich weiter. Wie ihr habe ich schon gesagt, ich stricke nicht stricke, ich häkle ein Tuch und ich nehme dieses synthetisches Garn. Auf Banderole leider steht nicht, was ist das. Ich denke, ich werde behaupten, das ist der Acryl, weil er knietscht so und fühlt wie Acryl. Und mein Gedanke war so, dass ich schaue, wie viel fertig wurde das gezwirrt.
Dann habe ich hier entdeckt, dass es da zweifädig. Ja, das ist auch ganz dünne Garn in zweifädig. Und wie ihr wisst, ich habe Wolle auf Konnen gekauft. Ich muss hier ein bisschen Platz machen. Hier liegt alles von mir. So, und das ist eine 100% Schuhwolle. Das ist richtig so genau. Und das ist ganz dünne Garn. Ich muss hier eine, so, ja, sieht kaum. So, einen ganz dünnen Garn. Und ich habe noch 50 Gramm von dieses Garn quasi auf zweite Knolle gemacht. Und von den größeren Krone, sage ich, und von diese Knolle mache ich auch 2 Fäden. Und insgesamt ist bei mir 4-fädig. Ja, 4-fädig dann wird. Da dieses 100% Wolle da bringt, sage ich nicht, minimal, dass es Garn ein bisschen dicker wird, aber das bringt nur an der Farbe. Das komme ich noch dazu. Genau. Problem ist bei mir, dass diese dünneres Garn, er muss immer gespannt sein, wenn ich da ziehe. Und wenn er ein bisschen lockerer wird, dann dreht er sich, da muss man ganz vorsichtig das auseinanderziehen. Da konnte passieren, dass eine Knolle bindet. Genau, und deswegen, da habe ich was gebastelt. Ich habe diese Schale irgendwann habe ich das auch gekauft. So, ich habe diese Schale und dann habe ich was. Wo ist die ganze meine? Genau, so ist meine Bastelei. So, auf einer Seite ist 2 Löcher und auf anderer Seite, so wo den Faden kann man durchziehen. Dann habe ich ein Nadel von der Nadelspiel genommen, ein dickeres, Stärke Nummer 8, und das ist da was gefunden aus Pinaplast oder Paralon. Und dann habe ich einen nach dem anderen so gebastelt. Hier eine Seite von der Nadel in ein Loch und andere Seite und hier oben. Und dann kann ich quasi in den Spannung so ziehen. Genau. Und der Krone steht einfach auf Drehplattform. Dann kann man auch diese Spannung ziehen. Und die Arbeit dann geht schneller. Ich
ich wollte wegen die Farbe sagen. Die Farbe ist so, das sieht besser. Das ist da rosa Garn. Ja, und habe ich früher was auch probiert zu häkeln. Und das sieht quasi hellrosa. Aber wenn man mit dem jetzt gemischte Farbe vergleicht, da sieht man minimale Unterschied. Das ist die Schuhwolle Garn, diese weißes, gibt diese weiße Betonung. Und die Farbe gefällt mir wirklich besser als einfach hellrosa. Hellrosa ist auch schon, sage ich nichts, aber diese weiße Betonung, die andere Faden gibt, diese hellrosa, das wirklich was anderes. Und von meinen Augen, dass es irgendwie besser aussieht. Die wollte ich sagen und dann zu mein nächstes Projekt. Jetzt wollte ich für mein Kind stricken, dass ich irgendwelche ein kleines und schnelleres Projekt anfange, weil nach diesem größeren Projekt, das irgendwie habe ich keine Lust, so größeres Projekt zu stricken. Habe ich schon ein Projekt gefunden, das habe ich im Internet gefunden, aber da wurde vorgeschlagen, in 2 Teilen es stricken und dann zusammennähen. Ich werde mir das nicht antun. Ich werde einfach Raglan von oben stricken, dass es da alles einteilig wird, von oben nach unten gestrickt. Und dann wird das auch schneller gehen. Dann kann ich sofort anprobieren und wissen, ob das passt oder nicht. Und zudem habe ich schon eine Wolle. Und diese Wolle habe ich gekauft. Ja, das ist da wieder eine Wolle gekauft. Da ist Vorgeschichte. Ich kenne den Berlin nicht so gut. Mein Mann kennt besser. Und wir waren vor 2 Jahren in Berlin-Lichtenberg. Und er hat mir da gezeigt, ein Ort, wo viele Halles stehen. Sagen wir, diese Lagerort. Und da habe ich, sage ich, diese Lagerladen gefunden, die Wolle aus der Türkei. Und dieses Mal, wir waren in der Nähe und da konnte ich das nicht verpassen, in diese Laden zu gehen. Und was habe ich da gekauft? Seht ihr jetzt gleich. Aber dazu habe ich eine Frage an euch. Wenn jemand in Berlin wohnt oder Berlin kennt, kennt ihr die gleiche Lagerläden, wo kann man
die Wolle kaufen. Da wollte ich gerne dahin gehen und anschauen, wie ist das. Nicht einfach die Läden, wo die einzige Knolle sind, sondern wirklich wie Lager aussieht. Und ich wollte nur sagen, da kann man nicht die einzelnen Knolle kaufen, da muss man die ganze Packung kaufen. Da ist zum Beispiel hier, normalerweise die wurde auch aufgepackt, wie im Empfehlung steht. Das ist da zum Beispiel, die wurde empfiehlt 500 Gramm zu einem Pullover und in eine Packung ist 500 Gramm eingepackt. So, dann jetzt. Die Firma heißt Jan Art Luxor und hier ist 50 Gramm, 125 Meter und ist 100% mercerisierter Coton. Die kann man auf 40 Grad waschen und auf 1 bügeln. So schöne dunkelgrüne Farbe. Die mag ich einfach, diese Farbe. Und blau auch. So dunkelgrün und blau. Und das ist da eine, als ich es gekauft habe. Dann gibt es in diesem Laden was Neues. Sowas habe ich gekauft. Das ist Lein plus Baumwolle und 23% Lein und 77% Baumwolle in 50 Gramm, 120 Meter. Die haben noch nicht die Empfehlung geschrieben, wie viel braucht man pro ein Pullover. Aber in ein Paket war 10 Knollen in ein Paket. 10 Knollen. Und ich denke, da hat 15 Euro gekostet. Was habe ich noch gekauft? Das ist Baby Coton von der gleichen Firma Jan Art. 50% Acryl, 50% Coton und in 50 Gramm 165 Meter. Man empfiehlt die Nadel und den Häkel Nummer 3 zu nehmen. Und für ein Pullover braucht man 400 Gramm. Und es gibt was Neues, vielleicht altes, aber ich habe das nicht gesehen, von der gleichen Firma, Ecke Coton. Ecke Coton, das ist 80% Coton und 20% Polyester in 100 Gramm, 120 Meter. Die kann man auch bügeln und 30 Grad waschen in der Waschmaschine. Und jetzt ist so mein Projekt für mein Kind. Ich nehme die Farbe Ecke Coton für den oberen Teil und ich nehme, eine Sekunde, muss ich auch aufmachen, die Farbe von der Firma Alizé Bele, das ist 100% Karton in 100 Gramm, 180 Meter. Das ist da für untere Teil. Hier gibt es auch
so helleres und dunkles Farben, und ich denke, dass die Farben passen zusammen ganz perfekt. Zuerst habe ich die gekauft, aber die passen besser, die zwei. Ja, wahrscheinlich werde ich heute oder irgendwann anfangen. Das letzte Zeit, die ich dieses Projekt fertiggestellt, ich brauche irgendwelche Pause. Und deswegen stricke ich jetzt gar nichts. Ich bin nur in meinen Gedanken, was wollte ich weitermachen. Kann ich nicht einfach den Projekt quasi im Kopf ist schon steht, aber ich kann ihn irgendwie nicht anfangen. Die muss ich zuerst messen, mein Kind, alles ausrechnen. Vielleicht heute mache ich einfach die Probe und zähle ich, wie viel Maschen habe ich in 10 cm und wie viel Reihen. Genauso in 10 cm. Genau. Das ist eigentlich ziemlich alles. Was wollte ich euch vorstellen? Und ich weiß nicht, ob ich habe schon das alles vorgestellt, und sage ich das alles nochmal als Wiederholung. Ihr wisst schon, dass ich für eine Aktion für Frühchen stricke, und da wollte ich ein Set stricken, das eine Decke, das haben Sie schon gesehen. Dann habe ich so wie ein Cardigan gestrickt, habt ihr auch gesehen, und ist noch dazu die Mütze und die Socken zu bekommen. Ich muss die Mütze suchen. So, habe ich die Mütze gefunden. Das ist sowas, eine Münze auf 60 Maschen mit 3,5 Nadelspiel. Ist sowas, das geschlossen wird. Die Münze hier oben musste ich zuerst auflösen und nochmal machen, weil ich habe zuerst unterschiedlich die Maschen zugeschlossen und wurde keine so eine Linie gebildet. Dann musste ich auslösen und noch machen, dass es da eine Reihe bildet, und dann sieht diese besser. Ja. Sieht besser aus. Das ist noch ein Teil, und gestern habe ich die Söckchen gemacht. Ein Söckchen und Nummer 2 Söckchen. Aber ich habe hier auch, da muss ich ein Söckchen auflösen. Ich stricke normalerweise die Socken immer toe-up. Das mit Nadelspiel fast gar nichts. Das stricke ich gleichzeitig 2 Söckchen von unten. Magic Spiel, das heißt wahrscheinlich. Genau, da muss ich noch nachschauen. So, und die
wurde gestrickt von oben. Und wenn man hier ganz genau guckt, ich habe was wahrscheinlich am Abend verpasst und eine Söckchen ist ein Tick kleiner. Dann musste ich die auslösen und ein bisschen größer machen. Ich denke, dass ich, wenn ich die Maschen hier für Spitze abgekettet habe, wahrscheinlich heißt sowas, ja, dann da musste von Anfang zuerst von einer Seite 2 Maschen zusammenstricken und nächste Reihe wurde ohne irgendwelche Veränderungen stricken. Und ich denke so, dass es meine Fehler war, dass ich nicht so konzentriert und in irgendwelche Reihe habe ich einen nach dem anderen die Maschen zusammengestrickt und sowas passiert. Das ist eine wenig kleiner als die andere. Wenn man ein bisschen zieht, das ist schön, wird gleich, aber nach dem Waschen, ich denke, er wird dann zusammenziehen und dann wird sowieso, man sieht, dass es ein bisschen tick weiter, tick kurzer. Und was ist noch, wenn ich die Spitze auslöse und nochmal stricke? Ich habe ganz kurze Faden hier gelassen. Dann musste ich das nochmal den Faden hier zusammenbinden. Und dann musste ich dann quasi auf andere Seite das noch extra Faden vernähen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber mache ich heute diese Söckchen und mache ich wahrscheinlich heute diese Probemaschen, wasche ich. Und vielleicht die wird das Anfang zu dem nächsten Projekt. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte herzlich bedanken für Ihre Abonnement zu meinem Kanal. Herzchen an denen, die abonniert meinen Kanal und Herzchen an denen, die schreiben mir die Kommentare. Das wirklich freue ich mich und da wollte was weitermachen. Genau, herzlichen Dank von mir und wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag und genug Zeit für unser Hobby. Bis zum nächsten Mal.